Hallo, willkommen zurück im Lamrim. Wir sehen hier dieses wunderschöne Bild von einer Mutter mit ihrem Baby. Und hier kommt die Geschichte. Vergiss nicht, wir erzählen die Geschichte der Nonne namens Blauer Lotus oder Indigo Lotus, weil Babonka Rinpoche illustrieren möchte, dass während wir das Leben durchlaufen, Dinge sich ändern, unsere Beziehungen sich ändern. Wir wissen niemals, was los war, vor oder nach diesem Leben. Das ist das Thema hinter dieser Geschichte. Wir haben im Sutra Der Weise und der Törichte diese Geschichte gefunden und wir werden die ganze Geschichte erzählen. Deswegen dauert dieses Lamrim schon sehr viele Jahre. Ich wurde in eine geboren. Das ist eine Art religiöse Brahmanen-Family, die Wanderer genannt werden. Sie sind nicht wie die Brahmanen, aber sie sind eine angesehene religiöse Hindu-Familie. Ich wurde in eine geboren. Meine Eltern gehörten einer hohen Kaste an und sie waren auch sehr religiös. Sie fanden eine andere Person aus derselben Kaste als Ehemann für mich. Er war sehr gebildet. Er war ein Meister der Veden, was ihn zu einem sehr begehrten Ehemann machte. Sie verheirateten mich mit ihm. Und ich wurde seine Ehefrau. Kleines Fräulein. Und es kann auch Ehefrau bedeuten, aber es kann auch jüngere Ehefrau bedeuten. Denn wenn die andere Person zwei Ehefrauen hatte und wir hatten ein Kind zusammen. Später ist dann meine Schwiegermutter gestorben. Und ich wurde für $100 dem, wahrscheinlich kannst du es in den Notizen sehen. Ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis ich es herausgefunden hatte. Denke im Zusammenhang, sie hat geheiratet. Nein, vergiss es, sie wurde schwanger. Ich verstehe. Sie wurde ein lebendes Wesen haben. Das ist niedlich, schlussendlich habe ich es verstanden. Sie wurde schwanger. Sie hatte Bedienstete im Haus, Haushaltshilfen. Ich sagte zu einem der Bediensteten, zu den Bediensteten im Haus, ich bin schwanger. Die Monate sind jetzt voll, bedeutet 9 Monate sind vergangen oder fast 9 Monate. Die Zeit ist reif. Wenn ich mein Kind hier in diesem Haus gebäre, hier ist es nicht so sauber und nicht geeignet. Ich denke daher, ich werde mein Kind in meinem Elternhaus bekommen. Und meine Hausangestellten sagten, das ist eine gute Idee. 2 verheiratete Paare der Bediensteten begleiteten mich. Ich nahm noch ein Kind mit. Und wir gingen dorthin, wo meine Eltern lebten. Ich ging zu meinen Eltern. Auf dem halben Weg zu ihrem Haus auf der Straße fühlte ich etwas Unbehagen in meinem Schoß. Wir hielten unter einem Baum an. Um Mitternacht war mein Kind geboren. Mein Sohn war geboren. Nun hatte sie 2 Jungs bei sich und die 2 Paare. Eines der Paare hatte ihr
Lager in der Nähe, wo ich mein Kind bekam, aufgeschrieben. Sie wurden in der Nacht von einer Schlange angegriffen. Sie versuchten, um Hilfe zu schreien, aber niemand hatte sie gehört. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, schaute ich zu ihrem Lager. Ich sah, dass die Schlange sie mit ihrem Gift getötet hat und ihre Körper fast aufgefressen hatte. Okay? Ich wurde vom Schock ohnmächtig und fiel nieder. Ich landete am Boden. Der ältere Sohn, der schon da war, sein Vater starb ebenfalls, wurde von einer anderen Schlange getötet. Ich schrie und weinte vor Schmerz. Entschuldige, der Junge begann zu weinen und das weckte mich auf. Als er seinen Vater tot sah, fing er an zu weinen und das weckte mich auf. Dieses größere Kind, nun hatte ich 2 Kinder. Ich habe einen früheren Sohn, welcher mit uns in den Urwald ging, um zu meinem Elternhaus zu kommen, sodass ich mein zweites Kind bekommen konnte. Aber das andere Kind war plötzlich in der Nacht geboren. Also nahm ich das ältere Kind auf den Rücken. Hier steht wieder nur eine Last auf den Rücken. Übrigens war dieses Sutra besonders schwierig, weil alleine in diesem einen Satz 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rechtschreibfehler sind. Ich nahm das jüngere, das neugeborene Kind auf meine Hüfte und ich weinte, während ich ging, Song, Song, Song. Ich ging und ging und ging. Dann kam ich in einen irgendwie wilden Teil des Waldes, trostlosen Teil des Waldes. Ich konnte niemanden finden, der mir hilft. Es war keine andere Person auf der Straße und sie führte in ein verlassenes Gebiet. Hier ist, das hatten wir schon, finden oder lokalisieren. Bedeutet hier, es kam eine Zeit, in der Zwischenzeit irgendwo unterwegs, kamen wir zu einem großen Fluss, falsch geschrieben. Der Fluss war sehr breit und tief. Bedeutet, ich hatte nicht die Transportmöglichkeit, um beide Kinder zu tragen. Hier ist eine großartige alte Verwendung des Wortes Tek, was bedeutet, in der Lage sein zu tragen. Ich konnte nicht beide Kinder über den Fluss tragen. Falsch geschrieben, total falsch geschrieben. Ich ließ also den älteren Jungen am Flussufer zurück und nahm den kleinen Jungen, den Neugeborenen. Ich trug ihn und kämpfte mich auf die andere Seite des Flusses. Dann kehrte ich zurück. Dieses Cheer bedeutet kehrte zurück. Ich kehrte zurück, um den älteren Jungen von dort zu holen, wo ich ihn zurückgelassen hatte, während ich das Neugeborene auf die andere Seite trug. Sie legte das Neugeborene auf den Boden und kehrte zurück. Hier ist es etwas verwirrend, weil das Ma nicht Maong ist. Es ist Maong. Der ältere Junge sah seine Mutter kommen. Also ging er in den Fluss und wurde von der Strömung mitgerissen. Ich griff nach ihm
falsch geschrieben, aber ich hatte nicht die Kraft, ihn festzuhalten. Ich hatte seinen Arm, aber ich konnte ihn nicht weiter festhalten. Ich konnte ihn nicht festhalten. Der Fluss riss ihn fort. Hier ist in der alten Form auf der anderen Seite gehen. Ich kehrte um, also drehte ich mich um, um dort zurückzukehren zur anderen Seite des Flusses. Bedeutet ein Kojote oder ein Wolf, Vergangenheitsform, aß. Ich begriff, dass der junge Neugeborene von einem Wolf auf der anderen Seite des Flusses gefressen worden war. Er war zu einem Blutfleck in der Erde reduziert. Eine kleine Blutpfütze in der Erde. Das ist alles, was übrig war. Falsch geschrieben. Ich begann herumzuirren in Trauer. Nach vielen Stunden und einigen Tagen. Hier ist das, was bedeutet bewusst werden. Also ich kam wieder zur Besinnung. Dies sind alte nützliche Worte. Ich kam wieder auf die Straße zum Haus meiner Eltern. Song, song, song. Ich ging und ich ging und ging. Dann bin ich in ein Mitglied aus der gleichen Kaste, der ein Freund meiner Eltern war, über den Weg gelaufen, der Wanderkaste. Was fehlt dir? Und warum bist du denn so geworden? Was bedrückt dich? Das ist die alte Bedeutung von, was bedrückt dich so sehr? Also erzählte ich ihm ausführlich die ganze Geschichte. Eine Geschichte erzählen. Erzählte ihm die ganze Geschichte. Falsch geschrieben. Er fing ebenfalls an zu weinen. Und dann fragte er, wie geht es deinen Eltern? Das Haus deiner Eltern fing Feuer, nachdem du das letzte Mal von ihnen hörtest. Deine Mutter, dein Vater und alle anderen im Haus sind verbrannt. Er erzählte mir. Als ich hörte, was mit meinen Eltern passiert ist, wurde ich wieder ohnmächtig und fiel zu Boden. Bedeutet, ich fiel ohnmächtig auf den Boden. Falsch geschrieben. Dann hat mich die Person, die aus meiner Kaste ist, aufgehoben und mich zu meinem Haus meiner Eltern geführt. Verzeihung, zu seinem Haus. Und dort behandelten sie mich wie ihr eigenes Kind. Diese Familie nahm ich auf und behandelte mich wie ihre eigene Familie. Ich begann mit ihnen dort zu leben. Mit der Zeit hat mich ein anderer Mann umworben und wir kamen uns nahe und ich wurde mit ihm verheiratet. Wir genossen Liebe und Vergnügen, was bedeutet, dass sie Sex hatten. Und ich wurde Semchen. Ich wurde wieder ein belebendes Wesen. Als die Monate komplett waren, 9 Monate, richtig, hatte ich ein Kind. Ein Kind wurde geboren. Entschuldigt, als das Kind kurz davor war, herauszukommen, entschied ich, dass ich Hilfe benötigen würde. Also ging ich zum Haus einer anderen Familie. Ich gebar auf dem Boden ihres Hauses. Ich hatte
die Tür verschlossen, nachdem ich es zu ihrem Haus geschafft hatte. Ich vermute, dass niemand dort im Haus war. Also ging ich hinein und schloss die Türen und verriegelte sie. Dann legte ich mich hin und gebar das Baby. Hier ist das Wort für Sponsoren auspressen. Ich presste das Baby aus. Der Besitzer des Hauses kam völlig betrunken zurück. Offensichtlich ist er ein schlechter Kerl. Er kam vollkommen betrunken zum Haus zurück. Er schlug gegen die Tür. Ich schaffte es nicht aufzustehen und sie zu öffnen. Weil er die Tür nicht öffnen konnte, wurde er sauer und trat die Tür ein. Kam herein und schlug mich. Und er verprügelte mich. Ich hatte gerade erst ein Kind geboren. Ich sagte, schau, ich habe gerade erst ein Kind geboren. Er tötete das Kind und bratete es in der Bratpfanne. Er nahm den Körper des Kindes und brät ihn in der Bratpfanne. Er versuchte mich zu zwingen, das Fleisch des Kindes zu essen. Ich konnte es nicht tun. Weil ich das Fleisch des Kindes nicht aß, schlug er mich wieder zusammen. Dann stopfte er das Essen in meinen Mund hinein, stopfte das Fleisch meines eigenen Kindes in meinen Mund hinein. Nachdem ich mein Kind gegessen hatte, kam ich wieder zu Sinnen. Ich dachte mir, ich habe überhaupt anscheinend habe ich überhaupt kein gutes Karma. Mein Karma ist nur schlecht. Ich entschied, das Familienleben aufzugeben. Und ich zog Richtung Varanasi. Ich floh nach Varanasi. Außerhalb der Stadt Varanasi saß ich am Stamm eines Baumes. Da war ein junger Familienvater aus der Stadt, der aus der Stadt gekommen war, um die Asche seiner Frau zu begraben. Seine Frau war gestorben. Bedeutet Poa. Seine eigene Frau war gestorben. Außerhalb der Stadt begrub oder versteckte er die Knochen seiner eingeäscherten Frau. Er hatte seiner Frau sehr nahe gestanden. Wieder alles falsch geschrieben. Er saß weinend an ihrem Grabmal. Und ich ging zu ihm. Er sah mich und sagte, was machst du hier allein? Eine indische Frau ist nie ganz allein im Wald draußen. Er sagte, was machst du hier alleine? Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte. Er nahm mich mit zu Jetavana. Der Garten, genau. Zum Garten. Entschuldigt, das ist nicht der Jetavana. Dies ist nur ein allgemein königlicher Park. Er nahm mich mit zum königlichen Park, wo sich normalerweise der Buddha aufhält. Er sagte, was hältst du denn davon, wenn wir heiraten, dass du meine Ehefrau wirst? Und ich sagte, ja, das wäre okay. Ich habe keinen Ehemann. Wir wurden zu Mann und Ehefrau. Und es dauerte nicht lange. Da wurde mein Ehemann von einer Krankheit heimgesucht. Er starb.
Gemäß dem damaligen Brauch in diesem Teil Indiens wurde, wenn der Ehemann starb und die Ehefrau noch am Leben war, was bedeutet, erinnert ihr euch in Vajrayana, es ist ein Friedhof. Gemäß dem Brauch von diesem Teil Indiens sollte die Ehefrau mit dem Körper ihres Ehemanns lebendig begraben werden. Und dies geschieht immer noch. Also begruben sie mich mit ihm. Aber nach dem Sonnenuntergang kamen ein paar Grabräuber, um zu graben und zu sehen, ob dort irgendwelcher Schmuck an den Körpern ist. Sie gruben dort, wo ich war. Der Anführer der Räuberbande sah, dass ich am Leben war. Immer noch gesund und munter. Ich wurde seine Chungma. Er nahm mich als seine Ehefrau. Ich weiß nicht, wievielte Mal es jetzt ist. Es dauerte nicht lange. Auf einem Raubzug tötete ihn der König. Er wurde von den Truppen des Königs auf einem Raubzug getötet. Also nahmen seine Gefährten seine Knochen und begruben mich wieder mit ihm. Ich wurde abermals mit dem Leichnam meines nächsten Ehemanns begraben. Ich war 3 ganze Tage auf dem Friedhof halb eingegraben. Und ein anderer Wolf kam und grub mich aus. Okay. Ich schätzte, er fragte sie nicht, ob sie seine Ehefrau sein möchte. Und er grub mich zufälligerweise aus dem Grab aus. Ich begann darüber nachzudenken. Ich fing an, mir Gedanken zu machen. Wieder falsch geschrieben. Was habe ich in meinem vergangenen Leben getan, das so schlimm war, dass mir das immer wieder passiert? Und warum werde ich immer wieder in letzter Minute gerettet? Warum überlebe ich ständig? In einem vergangenen Leben begab es sich, dass ein bestimmter Prinz des Chakrit-Clans Erleuchtung erlangte, in diesem Leben. Und man begann ihn Buddha zu nennen. Ein Shakya-Prinz erlangte Erleuchtung und die Leute begannen ihn Buddha zu nennen. Er soll alle Dinge der Vergangenheit und Zukunft sehen können. Also kann er mir vielleicht sagen, was zur Hölle hier vor sich geht. Ich werde ihn finden und fragen, was habe ich getan, dass mir dies immer wieder passiert? Ich dachte, ich gehe und suche Schutz bei ihm. Die wörtliche Bedeutung ist das: Zuflucht nehmen. Dann ging sie zu Jetavana, welcher in Shravasti ist. Ja, sie ging außerhalb der Stadt Shravasti zu den Gärten des Prinzen Jeta. Ich ging zu diesem Ort. Und aus der Entfernung sah ich Lord Buddha, der aus der Entfernung wie eine riesige, sich öffnende Blume aussah. Oder du kannst sagen, er sah aus wie der Vollmond, umringt von den Sternen der Galaxie. Okay, sehr schön. Aus der Entfernung sah es so aus. In diesem Moment wandte Buddha seine unaufhaltsame
Asanga, Weisheit an. Er sah, dass die Zeit gekommen war, dass die Zeit reif war, dass ich wohl werden sollte, dass ich eine Schülerin werden sollte. Ehrenwerte Form erhob sich von seinem Sitz und er begrüßte mich. Okay, sehr schön. Diese Szene ist sehr schön. Ich war splitterfasernackt, weil ich gerade erst aus dem Grab gekommen war. Ich war komplett nackt. Aus Scham bedeckte ich meine Brüste mit meiner Hand. Ich bedeckte meine Brüste. Ich saß einfach, wo ich war, weil ich Angst hatte, zu stehen, um mich zu ihm zu nähern. Schlechte Nachrichten. Wir werden die Geschichte hier stoppen, denn so müsst ihr wieder zurückkommen, um den Rest der Geschichte zu hören, okay? Es ist wie in diesen Fernsehsendungen. Du musst zurückkommen, um den Rest der Geschichte zu hören. Wie ein gutes Buch. Genau, wie ein gutes Buch. Es ist halt gerade hier, wo wir die Geschichte aufteilen müssen. Und wir knüpfen in der nächsten Klasse daran an. Aber vergesst nicht, dass wir über diese Geschichte sprechen, weil von Lebenszeit zu Lebenszeit. Hier ist eine Nonne, die ein Arhat wurde, zu den Füßen von Lord Buddha höchstpersönlich. Sie wurde von der ersten Nonne überhaupt unterwiesen, von Prajapati. Wir reden also darüber, dass du niemals weißt, wer jemand ist. Im Moment ist sie eine nackte, verrückte Frau, die gerade aus dem Grab gekrochen ist. Und was passiert weiter? Liebe Studenten, das finden wir beim nächsten Mal heraus.